Vulkane gibt es auf Island wirklich unzählige, aber einige wenige stechen aus der Menge heraus. So wie dieser berühmt-berüchtigte Kamerad hier, der im Jahr 2010 im Alleingang für Chaos auf der ganzen Nordhalbkugel sorgte. Der Eyjafjallajökull. Den verlieren wir in dieser Episode nie aus den Augen und währenddessen erkunden wir seine explosive Geschichte. Aber nicht nur das, denn an seinen Hängen befinden sich außerdem wunderschöne Wasserfälle, endlose schwarze Sandstrände und er deckt sich in majestätische Gletscherzungen, die wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen wollen. So Freunde, wir haben es endlich geschafft. Nachdem wir in der letzten Episode mit den Wetterkapriolen am Golden Circle zu kämpfen hatten und besonders ich in ein ziemliches Loch gefallen bin, werden wir ab jetzt und bis zur Abreise von Island kein so schlechtes Wetter mehr erleben. Und das, obwohl wir jetzt von Selfoss aus an die Südküste der Insel fahren, die besonders bei Motorradfahrern für ihre unberechenbaren Windböen gefürchtet ist. Doch scheinbar ist sogar Island selbst mittlerweile der Meinung, dass wir genug gelitten haben. Und mit Selfoss lassen wir den letzten Ort auf der Reise zurück, den ich als Stadt bezeichnen würde, also der letzte Ort mit mehr als 1000 Einwohnern. Schaut mal, wer da kurze Zeit später schon am Horizont auftaucht, der Eyjafjallajökull. Und zwar sowohl der Vulkan als auch der darauf liegende gleichnamige Gletscher. Der wird uns heute den Rest der Episode begleiten und dürfte dem einen oder anderen von euch bekannt vorkommen, aber dazu später mehr. Denn direkt am Fuße des Berges wollen wir uns zunächst den Seljalandsfoss ansehen, den ihr hier von der Straße aus bereits sehen könnt. Der 66 Meter hohe Wasserfall wird direkt vom Eyjafjallajökull gespeist. Aber es ist ein außergewöhnlicher Wasserfall. Das Wasser fließt über eine Klippe und rauscht deswegen etwas von der Felswand entfernt in die Tiefe. Man kann daher hinter dem Wasser durch eine Kaverne laufen und den Wasserfall so einmal komplett umrunden. Nachteil des Ganzen: bringt trockene Sachen mit, denn ihr werdet richtig nass. Hier verlief übrigens früher die Südküste Islands, aber Vulkanausbrüche haben im Laufe der Jahrhunderte neues Land gewonnen. Zum Strand müssen wir heute ca. 5 Kilometer fahren und genau das machen wir auch. Denn dank des vulkanischen Gesteins findet ihr hier einen sehr feinen schwarzen Sandstrand. Wem es auf Island allgemein noch nicht einsam und karg genug ist, der kann hier vor der Küste auf eine der Inseln ziehen, quasi den nächsten Level an Einsamkeit freischalten und den Schwierigkeitsgrad steigern. Ich persönlich bin ja schon beim Endgegner, denn ich werde aus einem mir unbekannten Grund von renitenten Seeschwalben angegriffen. Bin ich in die Nähe ihrer Nester gekommen, als ich den Vulkan gefilmt habe? Denn vom Strand aus haben wir einen perfekten Blick auf den Protagonisten der heutigen Episode, den 1651 Meter hohen Eyjafjallajökull. Der Vulkan hat die Menschen hier an der Südküste im letzten Jahrzehnt sehr geprägt, denn im Frühjahr 2010 war in der sonst so beschaulichen Region sprichwörtlich die Hölle los. Und daran wird hier eindrucksvoll erinnert.
Denn das Haus, an dem Kathi und ich hier jetzt Pause machen, wurde beim letzten großen Ausbruch von März bis Mai 2010 besonders schwer getroffen und dient seitdem als Erinnerungsstätte. Das heutige Vulkancenter lag in direkter Flugrichtung der Asche und von der gab es reichlich. Bis zu 400 Tonnen Asche pro Minute wurden bis zu 8 Kilometer hoch in die Atmosphäre geschleudert, sie verbreitete sich von Nordamerika über Nord- und Mitteleuropa bis an den Rand Sibiriens. Auf diesen Satellitenbildern kann sogar ein Ungeübter wie ich die aschgraue Färbung in den Wolken über Deutschland erkennen. Danke an die NASA, dass sie diese Bilder ohne Copyright für jeden zugänglich machen. Die massivste Auswirkung war daraus resultierend sicherlich die Sperrung des Luftraums in diesen Bereichen. Denn die Asche hätte von den Flugzeugturbinen angesaugt werden können, wäre dort durch die enorme Hitze geschmolzen und hätte die Triebwerke mitten über dem Nordatlantik zerstören können. Doch die Menschen hier haben sich nicht unterkriegen lassen und ihr Zuhause wieder aufgebaut. Jetzt, 12 Jahre später, zeigt sich, was für ein guter Dünger Vulkanasche ist, denn selbst auf den felsigen Berghängen gedeiht das Grün. Der Vulkan selbst schlummert heute wieder ruhig unter seiner Decke aus Eis, ehe er statistisch gesehen vermutlich in 200 bis 300 Jahren wieder ausbrechen wird. Der Seljalandsfoss ist aber nicht der einzige beeindruckende Wasserfall, der vom Schmelzwasser des Eyjafjallajökull gespeist wird. Denn nur wenige Kilometer weiter an der Küste entlang befindet sich der Skogafoss, übersetzt der Waldwasserfall. Vom Wald ist heute nicht mehr viel übrig und auch hier hat sich die Küstenlinie mittlerweile mehrere Kilometer verschoben, denn auch der Skogafoss lag früher direkt an der Küste. Seiner Beliebtheit hat das allerdings nicht geschadet, denn da das Wasser des Skogafoss auf einer Breite von 25 Metern knapp 60 Meter fast glatt wie ein Vorhang herabstürzt, ist der Wasserfall ein äußerst beliebtes Ziel für Instagrammer, Reiseblogger und andere Fotografen. Ich komme mir hier schon etwas blöd vor, einer von bestimmt 100 Menschen zu sein, die versuchen, den Wasserfall möglichst schön und vorteilhaft zu filmen und zu fotografieren. Naja, immerhin machen wir keine Selfies oder führen irgendwelche komischen Tänze auf. Aber im Gegensatz zum Seljalandsfoss kann man den Skogafoss auch von oben bewundern. Vorausgesetzt, ihr habt die Laufschuhe dabei. Und da geht's jetzt rauf. 527 Stufen. Der Aufstieg lohnt sich aber, denn die meisten schön geföhnten Selfie-Knipser von unten trauen sich erstens nicht hier rauf und zweitens ist der Ausblick wirklich ein paar Schweißtropfen wert. Wer möchte, kann von hier oben aus bis rauf an den Gletscher oder ins Hochland dahinter wandern, wir hingegen wagen uns wieder an den Abstieg und klettern zurück auf die GS. Unser nächstes Ziel hatte ich bei der Planung der Route gar nicht auf dem Schirm, aber als ich ihn von der Straße aus in der Ferne sah, konnte ich nicht anders als spontan abzubiegen. Doch natürlich bleiben wir weiterhin in Sichtweite des Eyjafjallajökulls, den man zumindest mit der Drohne noch sehen kann. Das nächste Ziel ist der Solheimer Jökull. Dessen Eis stammt von Myrdalsjökull, dem viertgrößten Gletscher Islands, welcher den Vulkan Katla bedeckt, der zuletzt 1918 ausgebrochen ist und von dem die schwarze Asche auf dem Eis stammt. Wenn ihr den Solheimer Jökull noch selbst sehen wollt, dann solltet ihr euch allerdings beeilen. Denn der Gletscher schmilzt in unglaublicher Geschwindigkeit. Der See, auf dem jetzt die Kajaks fahren, war vor 20 Jahren noch nichts als Eis. Und vor 50 Jahren füllte der Gletscher noch dieses gesamte Tal vollständig aus. Zwar ist der Gletscher auch heute noch 10 Kilometer lang, jedoch wird er spätestens im nächsten Jahrhundert komplett verschwunden sein.
Direkt gegenüber des Solheimer Jökull ragt mit der Halbinsel Dyrhólaey ein 115 Meter hohes Felsplateau aus dem Wasser, ein Ort, an dem man die Kraft der Natur förmlich greifen kann. Auf der einen Seite der Halbinsel erstreckt sich mit dem Reynisfjara eine zerklüftete Felsenlandschaft am Wasser entlang, am Horizont kann man die Felsnadeln vor der Ortschaft Vík aus dem Wasser ragen sehen. Die sogenannten Reynisdranger sind der Legende nach entstanden, als Trolle ein Schiff an Land ziehen wollten und dabei von der Sonne versteinert wurden. Die Halbinsel Dyrhólaey heißt übersetzt Türlochinsel, benannt nach dem markanten Felsentor, durch welches sogar Boote fahren können. Das Meer vor dieser Küste ist für besonders aufgewühlte See bekannt und selbst an einem sehr windstillen Tag wie heute krachen die Wellen brachial auf den Felsen. Hinter dem Felsentor eröffnet sich dann ein endloser schwarzer Sandstrand, der beim aufziehenden Nebel sprichwörtlich bis an den Horizont reicht. Der Strand wurde 1991 von einem Reisemagazin zu einem der schönsten Strände der Welt erklärt. Und wisst ihr was? Hier gibt's nicht nur schwarzen Sandstrand, hier gibt's sogar Papageientaucher. Das waren meine ersten. Verzeiht mir an dieser Stelle die wackeligen Aufnahmen, aber mit 300 mm Brennweite Freihand zu filmen ist gar nicht so einfach. Und leider warten diese quirligen Vögel nicht, bis man einen geeigneten Spot für das Stativ gefunden hat. Und damit verabschieden wir uns vom Eyjafjallajökull und treten einen langen Weg in Richtung Osten an. Denn dort wartet noch ein anderer, weitaus bekannterer Gletscher auf uns. Knappe 150 Kilometer liegen vor uns und in denen durchqueren wir wieder ein menschenleeres Niemandsland. Riesige Lupinenfelder wechseln sich mit Steppe und Steinwüste ab, hin und wieder passieren wir ein moosbewachsenes Lavafeld. Hier und da sticht plötzlich mal ein grüner Flecken Erde aus der Landschaft heraus, malerisch mit Wasserfällen hinterlegt, doch diese Orte sind genauso schnell wieder verschwunden, wie sie aufgetaucht sind.
Bis sich schließlich am Horizont ein wahrer Gigant aus Eis und Fels für uns aufbaut, der Vatnajökull, Europas größter Gletscher außerhalb des Polarkreises, der 8% der gesamten Fläche Islands einnimmt. Doch bis wir den zusammen erkunden, müssen wir uns alle noch 14 Tage bis zur nächsten Episode gedulden. Aber ich verspreche euch, das Warten lohnt sich. Denn wir lernen den Vatnajökull nicht nur aus der Ferne und mit der Drohne kennen, wir gehen ganz nah auf Tuchfühlung mit ihm. Da sowohl Kati als auch ich schon immer mal auf einem Gletscher wandern gehen wollten, schließen wir uns kurzerhand einer bunten Truppe an und ziehen mit Steigeisen und Eispickeln bewaffnet los. Und wir schauen uns nicht nur den Gletscher selbst an, sondern folgen auch dem Weg des Eises bis zum Meer. Es erwarten euch Gletscherseen und Eisberge, Robben und Vögel in einem gemeinsamen, wunderschönen Tanz im Wind. Und das an meinem im Nachgang zum persönlichen Liebling gekürten Ort auf Island. Alles in 14 Tagen, wenn wir mit der GS ins ewige Eis aufbrechen. Ach ja, vergesst natürlich auch nicht mal bei meinen Freunden von Karsla vorbeizuschauen, ihr wisst schon, der ideale Absacker nach einem langen Tourtag wie dem heute. Und mit dem Code GS10 gibt's auch noch 10% auf den Warenkorb, also ideal für Weihnachten. Ist das nicht schön? Das war's dann auch wieder für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr lasst uns wie immer euer Feedback da. Und unten die bekannten Knöpfe drücken. Genau. Vielen Dank fürs Mitfahren. Bis zum nächsten Mal.